So, ich habe jetzt mit der Storm Rider ca. 100 Schuss gemacht. Und vorher war sie am grünen Bereich oberhalb, sprich 200 Bar. Und jetzt ist sie knapp drunter. Und zum Schluss sah man schon, wie die Pellets runterfielen auf der Zielscheibe. Also man muss kurz vorher schon aufhören, weil ohne Regulator macht das keinen Sinn. Und der Regulator, den kann man dann auf 70 bis 90 Bar einstellen, je nach Anleitung. Okay, dann kann man die Dichtung dann hier langsam abschrauben, um die Luft entweichen zu lassen. Und dann kann man den Regulator einbringen. Das werde ich jetzt mal machen. So, dann haben wir mal den Regulator hier. Man sieht hier einen O-Ring, den man ein wenig einfettet. Und man sieht hier die Einstellskala. Ich will hoffen, dass es hier scharf regelt. Da ist eine Quernot von 100 bis 150. Und der rote Bereich auf der Skala, das dient als Zeiger. Das heißt, im Moment ist es auf 100 Bar eingestellt. Man kann jetzt hier in 10er Schritten oder in 5er Schritten sogar bis auf 150 gehen. Je nachdem, was die Waffe benötigt. Man sieht hier die Tabelle für den voreinstellbaren Druck und hier sieht man bei 4,5 mm und 7,5 Joule muss es auf 90 Bar eingestellt werden. Bei den anderen ist es mehr. Da wir aber nur ab 100 Bar einstellen können, können wir also nur die 100 Bar Stelle markieren. Das wäre dann in unserem Fall die richtige Einstellung. Die rote Markierung auf 100 eingestellt. Diese würden wir jetzt mit dem Einführstock, der dafür vorgesehen ist und im Lieferumfang enthalten ist, hier ins Gewinde eindrehen. Und dann können wir den so ins Gewehr einschieben. So, jetzt müssen wir die Kartusche entleeren und das macht man tatsächlich, indem man so lange in eine sichere Sichtung natürlich halten, so lange schießt, bis die Kartusche leer ist. Aber ansonsten würde sich beim Entleeren hier eventuell die Dichtung rausdrücken. So, jetzt haben wir ja hier den mitgelieferten Stift, der genau hier in den Lauf passt, und würden jetzt hier das abdrehen. Man sieht, hier vorne ist noch keine Druckanzeige drin, die aber dann eingebaut werden kann. Man sieht, da kommt schon die, ne, ist noch nicht, ist erst noch das Gewinde. Gucken, wie ich schon per Hand drehen kann. Oh, nee, noch nicht. Mancherweise ist das Gewinde auch sehr lang, also das kann ein bisschen dauern. Jetzt wird es ein bisschen leichter. Mach mal langsam, vielleicht ist ja noch ein bisschen Luft drauf. Man sieht, das Gewinde ist sehr lang.
hoffe nicht, dass das jetzt hier gleich losschießt. Ich habe abgelassen bis, ja, eigentlich fast 0. Dann kann man mal so ein bisschen im Gewinde bewegen. Ich denke aber mal, dass die Luft komplett raus ist. Ja, bei so viel Druck muss das Gewinde natürlich entsprechend lang sein, dass es den Druck auch hält. Aha. Zum Schluss habe ich schon im leeren Gewinde gedreht. Man kann es dann also so zum Schluss rausziehen. Man sieht dann hier den Gewindering, den Rollring und der auch mit Silikonöl schön eingeschmiert ist. Hier ist der Lauf, die Druckpatrone, das Gewinde. So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier ein wenig Öl, das ist auch im Lieferumfang dabei. Vielleicht auch noch aufmachen, dann kommt auch was raus. Man sieht, da ist noch ein Verschlussdeckel drin, den man erst entfernen muss. Sonst kann man lange drücken. Jetzt ist die Öffnung gegeben. Jetzt kann man hier einen Tropfen drauf machen und entsprechend verteilen. So, man sieht hier, es ist jetzt richtig schön ölig. Da heißt nochmal, jetzt habe ich ja den langen Stab. Und wenn man sieht, wie weit lang die Kartusche ist, dann wird das wohl irgendwo bis hierhin hinten vorgeschoben. Dann wollen wir das mal machen. Beim Reindrehen des Rollrings ein bisschen drehen, dass er nicht aus seiner Fassung geht. Und jetzt kann ich den reindrücken bis hinten hin. Man merkt sogar einen Widerstand, weil man baut ja einen Druck auf. Und jetzt einfach losdrehen und dann ist er da drin. So, der Rollring ist jetzt hier drin. Das Gewinde hält ja den Druck von 200 Bar. Hier mit dem Stab über den Quickfill-Anschluss handwarm anziehen, so dass das Manometer festsitzt. Und dann können wir wieder aufpumpen. So, das Teil ist jetzt natürlich über und kann man hier aufbewahren mit der Stange zum Lösen. Und die Silikonflasche hat extra so einen
Verschluss, wo man die dicht mit verschließen kann, dass man es anderweitig nochmal gebrauchen kann. So, dann gehen wir mal an das Aufpumpen des Druckbehälters.